eine ganz, ganz, ganz frohe Adventszeit von Kingdom Impact aus. Wir freuen uns und lieben Advent, wo dieser Christus, dieser Erlöser gekommen ist, und Europa benötigt es so sehr. Seht im Hintergrund bei mir ganz viele Geschenke, aber noch mehr wünschen wir euch, dass ihr ganz viele Geschenke von Jesus bekommt und ja, vorbereitet seid für die neue Zeit. Und ich möchte ein paar prophetische Impulse reingeben. Ich habe auch einiges aufgenommen nochmal von Watchmen for the Nations, die auch ja für 40 Tage so eine Absonderung eingerufen haben oder dazu aufgerufen haben, und wo das ganz, ganz stark mit uns korrespondiert einfach und wir auch sehr tief als Kingdom Impact dort hineingehen. So bete ich, dass diese kurzen Impulse ja, einen Widerhall finden bei euch und ihr das auch aufnehmen könnt. Wir glauben total, dass wir in eine neue Zeit hineingehen, wo Gott Dinge tun wird, die wir nicht selber tun können. Aber anstatt dass wir aktivistisch jetzt irgendetwas tun, führt uns der Herr Gott wirklich in eine Zeit von Unterordnung, Dinge loszulassen, alles vor seine Füße legen. Wir singen auch immer wieder so vor diese Füße Jesu, alle unsere Träume, alles, was an diesem Tag tun, sodass dass alles, was uns ausmacht, einfach nochmal diesen Platz der Ruhe findet vor diesen Füßen, diesem Fürst des Lebens. Und das finde ich total spannend, dass Gott es macht, dass er ja auch für 2017 schon gesagt hat, Gott hat noch eine Ruhe für sein Volk. Und diese Ruhe, nach dieser Ruhe sollen wir eifern. Das ist also so wie so ein Paradoxon. Wir sollen eifern, in die Ruhe Gottes einzugehen und nicht denken, dass durch viel Aktionen wir Durchbrüche schaffen können für unseren Kontinent. Oh, wie sehr brauchen wir das als Deutsche, als Europäer, dass wir das immer von unseren Herren hören. Ich glaube, dass alles nochmal gereinigt werden soll in unserem Leben, dass wir in diese erste Liebe entfacht werden, und so lasst euch wirklich vom Heiligen Geist überführen, Dinge, wirklich konkrete Dinge nochmal loszulassen, Dinge umzustellen, denn 2017 war wirklich so dieses Jahr des Schwertes, wo Dinge nochmal abgeschnitten werden, denn 2018 ist ein Jahr, wo Gott eine Pforte öffnet. Ich glaube wirklich, dass eine dieser Pforte wirklich wir sagen können, Jesus selbst ist die Tür, und durch die müssen wir durchgehen, weil Gott uns hineinführen möchte in ein tieferes Einssein mit ihm. Für mich ist es einer der tiefsten Schätze des Evangeliums und was Jesus uns gebracht hat, dass wir eins sein sollen, Gemeinschaft haben können in ihm, mit ihm und dem Vater und dem Heiligen Geist. Das ist so überwältigend, dass wir eigentlich nur noch Lobpreisen könnten. Das ist, ja, also nichts gibt es, was höher ist, in diesen Ruf von Einheit. Gleichzeitig sind wir in diesen Ruf zu ihm hineingerufen, was uns aber gleichzeitig hineinführen wird in eine tiefere Einheit untereinander. Wir merken, dass Johannes 17 einfach ja eine Zeit ist, wo wir in Johannes 17 leben, nämlich in Johannes 17, wo er sagt, dass er seine Herrlichkeit reinbringen möchte, weil er uns in die Einheit mit dem Vater reinführt. Und daran wird die Welt erkennen, wenn wir Liebe haben untereinander. Und wir beten gerade auch sehr stark für uns im Kingdom Impact. Wir erleben ganz viel Segen und unsere Herzen sind zueinander offen. Aber im Geist spüren wir, da gibt es eine tiefere Einheit. Und ich möchte euch so ermutigen, für eure Ehen, für eure Plätze, für eure Gemeinde und wo Gott euch hingestellt hat. Lasst uns diese geschenkte Einheit aus dem Himmelreich wirklich erfassen, tiefer ergreifen und in unsere Gruppen hineintun und sagen, Gott, du hast da mehr. Eine Einheit, die es im Geiste sind, wo wir eines Sinnes sind. Also ich erzähle das immer so wie mit dem Fischschwarm, wo wir uns bewegen, weil der Heilige Geist so stark präsent da ist und nicht nur wir uns spüren und diese sichtbare Welt, sondern wirklich, dass der Heilige Geist uns gut bewegen kann. Ich habe heute Morgen noch mal das Bild gekriegt von einem Magneten. Ich finde es jedes Mal, es hat mich von kleiner fasziniert, wenn so ein Magnet an so Metallspäne hinkommt, und es hängt natürlich davon ab, wie stark der Magnet ist. Entweder, dass sie komplett auf diesen Magneten dann schon drauf jagen und daran dann kleben, aber es gibt auch so einen Moment, wo sie ausgerichtet wird, wo alles ausgerichtet wird aus Jesus. November und Dezember jetzt ist nochmal eine Zeit, wo wir ausgerichtet werden können und alles in uns, alle DNA, alle unser Sein, bis in Körper, Geist und Seele, sich diesem Gott zuordnen. Dann sind wir präpariert, durch dieses neue Tor, was 2018 sich eröffnen wird, einzutreten. Und Gott wird Gewaltiges vorbereiten, denn die Gaben des Geistes werden massiv
aktiviert werden und wir sollen eifern nach den Geistesgaben, sodass das apostolische Zeitalter und wo Gott wirklich bauen möchte, sein Leib, seine Gemeinde tiefer durchbrechen wird. Wir wünschen euch in Kingdom Impact ein total schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, dass wir euch sehen werden bei dem prophetischen Tag im Januar. So guckt auf unsere Webseite. Seid herzlich dazu eingeladen, wo wir nochmal das mitteilen werden, was Gott hat für das nächste Jahr. Und bis dahin verbleiben wir in Einheit in Jesus Christus. Gottes reichen Segen. Tschüss!